Herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Was gibt es Schöneres als frisch gebackenes Brot? Heute backe ich ein Vollkornbrot mit ganzen Haselnüssen, das ich als Weihnachtsgeschenk verschenke. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal nachlesen. Für das Weihnachtsbrot benötigen wir 380 ml lauwarmes Wasser. Da gebe ich einen halben Hefewürfel hinein, ich verwende gern einen frischen, das sind jetzt 21 Gramm. Und einen Esslöffel Honig. Und verrühren, dass sich der Honig und die Hefe im Wasser auflöst. Das Wasser-Honig-Hefe-Gemisch gebe ich jetzt in eine Schüssel. (100 Gramm Roggenvollkornmehl), 500 Gramm Dinkelvollkornmehl, 100 Gramm ganze Haselnüsse, 1 Teelöffel Brotgewürz, 1 Teelöffel Koriander, 1 Teelöffel Kümmel und ein Achtel Teelöffel Fenchelgans. Einen Esslöffel Backmalz, 2 Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Apfelessig, ich gebe jetzt die Zutaten in meine Küchenmaschine und knete alles durch. Aber eine Zutat kommt noch hinein: 2 Teelöffel Meeressalz. Den Teig für ca. 8 Minuten kneten lassen. In eine Schüssel gebe ich jetzt etwas Olivenöl. Der Teig kommt dazu. Ein wenig durchkneten. Dann forme ich eine Kugel. Der Teig kommt zurück in die Schüssel und jetzt muss er für 2 Stunden an einem warmen Ort abgedeckt ruhen. Jetzt wird es Zeit, den Backofen vorzuheizen auf 200 Grad Umluft. Die Tannenbaumform, in der ich jetzt gleich den Brotteig backe, habe ich ausgefettet und ausgemehlt. So, der Brotteig ist gegangen. Jetzt hole ich ihn raus, drücke ihn erstmal ein wenig platt und dann ziehe ich die äußeren Enden nach innen und dieses wiederhole ich ein paar Mal. Ich gebe nur ganz wenig Mehl auf meine Arbeitsfläche und dann drehe ich eine Kugel. Jetzt forme ich den Teig etwas länglich. Ich hole ihn einfach etwas hin und her, ungefähr die Größe von meiner Backform. Und dann kleide ich die Form mit dem Brotteig aus. Den Teig decke ich jetzt ab und lasse ihn nochmal für ca. 15 Minuten ruhen. Bevor wir das Brot in den vorgeheizten Backofen geben, bepinseln wir es noch mit Wasser. Das verleiht dem Brot eine schöne Kruste. Darüber streue ich jetzt noch Schwarzkümmel, den ich dann im Teig noch etwas festdrücke. Das Brot ist jetzt backbereit. Jetzt geben wir es in den vorgeheizten Backofen auf 200 Grad für ca. 35 Minuten. Genau so muss ein Brot klingen, wenn es fertig durchgebacken ist. Und jetzt zeige ich es euch noch aus der Form heraus.
Und hier habe ich noch eine Variante gemacht mit Sonnenblumenkerne. Da habe ich die Sonnenblumenkerne unten in die Form rein, den Brotteig drauf. Und so sieht das Brot aus, wo es fertig gebacken war. Auch hübsch und lecker, oder? Was meint ihr? Und so sieht das leckere Vollkornbrot mit ganzen Haselnüssen von innen aus. Es ist nussig, saftig und würzig zugleich. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!